YouTube hat mir neulich mal ein Bratkartoffelvideo vorgeschlagen und ich muss sagen, das war eine richtig gute Idee, denn ich habe schon ewig keine Bratkartoffeln mehr gegessen. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Ja, und bei dem Gedanken, da kam mir dann die Idee, in welcher Pfanne werden die Bratkartoffeln denn jetzt eigentlich besser? In einer Gusseisenpfanne oder in einer Teflonpfanne? Und das probieren wir jetzt aus. Ich beginne schon mal damit, Kartoffeln zu schälen und zu waschen, während ich etwas dazu sage, wie ich beim Bratkartoffeln machen vorgehe. Es handelt sich dabei um festkochende Kartoffeln. Mehlig kochende Kartoffeln würden nur zu gebratenem Kartoffelstampf führen. Das ist auch lecker, aber heute nicht das Thema, gell? Ich verwende hier eine größere Menge Kartoffeln, da für mich Bratkartoffeln eher ein eigenständiges Gericht sind als eine Beilage. Außerdem soll die Menge ja für 2 Bratpfannen reichen. Für 2 Personen würde ich 650 Gramm Kartoffeln verwenden, es sei denn, du isst wie ich, dann reicht die Menge nur für eine Person aus. Ich habe vor vielen Jahren in einem Steakhaus gearbeitet. Freitags gab es zum Mittagstisch immer ein Fischgericht mit Salzkartoffeln. Dabei sind immer Kartoffeln übrig geblieben und da man die natürlich nicht wegwirft, habe ich sie zu Bratkartoffeln verarbeitet. Mir ist aufgefallen, dass die Bratkartoffeln daraus am nächsten Tag besonders gut geworden sind. Und seitdem bin ich bei dieser Methode geblieben. Ich habe dabei noch 2 Dinge verbessert. Die Kartoffeln müssen mit sehr viel Salz gekocht werden. Das ist entscheidend für den würzigen Geschmack. Und sie dürfen nicht zu lange gekocht werden. Sie werden ja noch gebraten und garen dann weiter. Außerdem sind sie zu weich, wenn man sie zu lange kocht, und sie zerbrechen beim Braten nur. Also die Kartoffeln mit einer Handvoll Salz in einen Topf geben, mit Wasser bedecken und für 25 Minuten kochen. Anschließend abgießen und abkühlen lassen. Auch dabei garen die Kartoffeln in der eigenen Restwärme weiter. Die Kartoffeln nach dem Abkühlen nur leicht abdecken und über Nacht in den Kühlschrank stellen. Nicht mit Folie abdecken, ein Geschirrtuch oder Bienenwachstuch reicht. Es soll noch etwas Luft an die Kartoffeln kommen, damit die Oberfläche austrocknen kann. Je weniger Wasser in den Kartoffeln ist, desto knuspriger werden die Bratkartoffeln, insbesondere an den Rändern. Die Kartoffeln sind inzwischen durchgekühlt und es hat sich eine dünne Haut auf ihnen gebildet. Dadurch sind sie schön fest und lassen sich einfach in einen halben Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Dünner würde ich sie nicht schneiden, wir wollen ja keine Kartoffelchips machen. Größere Kartoffeln am besten der Länge nach halbieren und dann in Scheiben schneiden. Ich möchte noch erwähnen, dass Bratkartoffeln nicht unbedingt geeignet sind, wenn es schnell gehen soll. Dann sind Bratkartoffeln nicht die richtige Wahl. Richtig gute Bratkartoffeln brauchen einfach Zeit. Wenn du also kurz vor dem Verhungern bist, würde ich was anderes empfehlen. Selbst Schnitzel sind da schneller gemacht. Ich verwende hier Rapsöl und zwar reichlich davon. Es ist wichtig, dass die Kartoffeln im Öl braten können. Kein Öl, keine knusprigen Bratkartoffeln. Ich erhitze die Pfannen bzw. das Öl bei mittlerer Hitze. Das Öl nicht zu heiß werden lassen, da die Kartoffeln ansonsten zu schnell braten. Das führt nämlich dazu, dass einige Kartoffeln schon schön braun und knusprig sind, während andere noch nicht mal den Pfannenboden berührt haben. Und bis die dann auch gebräunt sind, sind die anderen schon schwarz. Darum low und slow, langsam bei mittleren Temperaturen braten. Wie gesagt, verwende ich heute eine Gusseisenpfanne und eine beschichtete Pfanne. Was ich aus Erfahrung gar nicht empfehlen kann, sind Edelstahlpfannen. Die sind nicht so gut geeignet, da die Kartoffeln am Boden festkleben können und anbrennen. Okay, die Kartoffeln sind in der Bratpfanne und als nächstes machen wir nichts. Wir warten einfach für 4 bis 5 Minuten und lassen die Kartoffeln braten. Die Kartoffeln nicht zu oft wenden, da sie sonst zerbrechen, es vor allem aber seine Zeit braucht, bis sie knusprig braun werden. Jedes Mal, wenn man die Kartoffeln wendet, kühlen sie ab, dadurch kann sich natürlich keine Kruste bilden. Wenn es dann Zeit zum Wenden ist, verwenden wir für die beschichtete Pfanne einen Küchenspatel aus Silikon. Ich sehe in Kochshows immer wieder, dass da mit Bratenwendern aus Metall in einer beschichteten Pfanne hantiert wird. Da kriege ich echt die Krise. Auch in der Gusseisenpfanne hat sich eine dünne Schicht, eine Patina aus plastikartigen Polymeren aus Öl gebildet, die wir nicht zerkratzen wollen und verwenden daher einen Bratenwender aus Holz. Das fühlt sich beim Arbeiten außerdem viel besser an. Am besten ist es natürlich, die Kartoffeln durch Schwenken in der Pfanne zu binden. Ich kann nur empfehlen, diese Technik zu lernen. Ein schönes Video dazu, wie man das macht, von Meyers Kochtipps, verlinke ich unterhalb vom Video in der Infobox. Die Kartoffeln nach dem Wenden wieder für 4 bis 5 Minuten braten. Das gibt uns genug Zeit, um in der Zwischenzeit die Zwiebel zu schälen und den Wurzelansatz herauszuschneiden.
Die Zwiebel dann halbieren und vom Wurzelansatz zur Spitze hin in feine Streifen schneiden. Bei dieser Schnittweise muss man weniger weinen und die Zwiebeln schmecken bedeutend milder. Warum das so ist, erkläre ich in einem anderen Video. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und unterstütze den Nico, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst. Hilf mir bitte auch dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung. Weiter geht's mit den Bratkartoffeln. Die Kartoffeln wieder wenden und die Zwiebelstreifen auf den Kartoffeln verteilen. Mit 1 bis 2 Teelöffel Salz und 2 bis 3 Prisen frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Die Zwiebeln für 5 Minuten im aufsteigenden Dampf dünsten lassen. Dabei beginnen sie zu garen und werden weich, ohne schon zu stark gebräunt zu werden. Nach 5 Minuten die Kartoffeln wieder wenden und dabei die Zwiebeln unterrühren. Ich habe dieses Mal versucht, die Gusseisenpfanne zu schwenken. Also das geht schon, wenn man beide Hände verwendet, ist aber eine Herausforderung. Dann noch die Bratkartoffeln in der beschichteten Pfanne wenden und weitere 5 Minuten braten. Du kannst das Wenden und Braten noch so lange weiterführen, bis die Bratkartoffeln deinem gewünschten Bräunungsgrad entsprechen. Meine Bratkartoffeln sind knusprig und würzig genug, also Zeit zum Schlemmen. So, also Bratkartoffeln selber zu machen ist doch wohl wirklich ganz einfach. Richtig gute Bratkartoffeln selber zu machen, wohlgemerkt. Es gibt einen ganz klaren Favoriten und ich würde sagen, ich hole mal die Kamera ran und dann gucken wir mal hier in die beiden Pfannen rein und dann sehen wir auch, denke ich, auf den ersten Blick den Unterschied. Also ich denke, man kann ganz eindeutig sehen, die Bratkartoffeln hier in der Gusseisenpfanne sind wesentlich gleichmäßiger gebräunt, durchgängig, als die Bratkartoffeln hier in der Teflonpfanne. Und jetzt fehlt nur noch der ultimative Geschmackstest, den mache ich doch. Mir läuft das aber im Mund herum. Also, mega lecker. Bratkartoffeln sind einfach, da braucht man nichts weiter dazu. Ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust bekommen, in die Küche zu gehen und deine eigenen Bratkartoffeln zu machen. Vorzugsweise hast du eine Gusseisenpfanne. Falls nicht, ich habe unterhalb vom Video meine verlinkt. Du hast gesagt, der Nico hat jetzt hier eine Bratkartoffelparty. Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns ja gleich wieder. In dem leckeren Kartoffelvideo hier oder in diesem leckeren Kartoffelvideo. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Bratkartoffeln selber machen gehen. Das ist richtig lecker und ganz einfach.